الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا برجاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين مهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو قوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون يا الله all believers Muhammad Bari is there for translation Juma Mubarak and Rajab Mubarak. Yes. Heute ist erster Tag. Today is the first day of the month of Rajab, month of
Allah, they are saying, his month, Allah's month. And to explain something of it, there is a good story which Maulana was telling us, and it is a story from Prophet sallallahu alaihi wasallam, from Hadith, and that in his time, sallallahu alaihi wasallam, in his time there was one companion. He was a bad one. He was a robber and killer. He used to go nighttime to to go to people and rob them, beat them, sometimes killing as he liked, to take the things. That was his job. And every night he did that. And the Prophet ﷺ, who knew that, he said, I will not pray for that person. For that person I'm not praying, and when he dies I will not bury him also, and not read anything for him. Then that person passed away, and he was, the children, they knew this, that he is not buried, anything. They dragged him into the town in Medina Munawwara, and there was somewhere near a dry well, and they threw him in this well. It was the thing. Then Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala, He was saying to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, oh my beloved, there is one person who died, he is one of my saints. One of my saints died, passed away. You have to wash him and to bury him properly. He is my saint, my friend, friends of God, belonging to my friends. Prophet was very astonished, sallallahu alaihi wasallam, and he said to Abu Bakr Siddiq this, that Allah subhanahu wa ta'ala giving him order to get this person and to bury him. And also Abu Bakr Siddiq was very astonished, and then they took him out of this well and washed him. The Prophet with his own hands, he washed him, and they buried him. They went from Medina to Jannat al-Baqi, and it was said that the Prophet was going very carefully like this, and they said to him, why you are walking so carefully, like on the top of your tips? And he said that it's full of angels, full of saints, it's full, I'm careful, there's no place, I have to be careful. Yeah, the unseen people, there were so many. And it took maybe 3 hours, maybe a normal way for 15 minutes took 3 hours to go there. To bury him was a great funeral, and then they went home, and he was asking, and they didn't know, they were so astonished about all these things, what happened with this robber, with this criminal. They were so astonished, they didn't know, and the Prophet was saying, I'm asking for Jibreel, I'm waiting for Jibreel alayhi salam to tell me what is the matter. And Jibreel came alayhi salam, and he said, you have salams from Allah subhanahu wa ta'ala, and you must ask his daughter. You must ask his daughter, she knows something about this. He went, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, and some of them, they went to the house of that robber, killer, criminal, and his daughter was there. Daughter saying I know him only, he was doing every night, he was killing, cheating and robbing every night. Only one time in the year, in the month of Rajab, he stayed home in Khilwa. He made Khilwa. Only in that month
he stayed at home. Otherwise, he was 11 months he was robbing. It came like this. She said that one day he was beating down an old man, maybe 80 years old man, and he was robbing him. He made him unconscious and he robbed him. He found a paper in his pocket with a dua, with a prayer. And he was reading this prayer. He loved that prayer. This robber, this criminal, he loved this prayer, and he took it, and in that month, in Rajab, he take it out and he reads it. He reads it all the day and night, and he was crying. Only when he was eating and making ablution, he was not reading. Otherwise, he reads it all the time, and he was crying, and so. Well, then, when the last day of Rajab coming, next day, Shaban, he went out, because he was saying, I'm only for Rajab. I don't care for the month of Prophet. I don't care for the month of community, Ramadan. I don't care. I care only for this month, this Allah's month. And I found this dua, and I'm only making this. First Shaban, he went robbing and stealing, like this. And this was, and Allah saying, because he was believing in me, I am forgiving all sins, all his sins, forgiving, and I change these bad deeds into good deeds, into barakah, into thawab, into rewards. I change it. Allah subhanahu wa ta'ala can do anything. Yes, there is a lot of wisdom besides the honoring of month of Rajab. There are so many things. You must be careful. We are very proud people and very quick to judge someone. You don't know. It's a big story. Of course, Prophet knew, but he must show this for a teaching for us. It's a teaching, and you have to be careful. You're judging people quickly. You are proud. Within you, you are saying, I am better. I am such and such one. I can do this. I can do that. People looking at me like this, like that. They give me honor and respect, and so I am better than that one. He is nothing. I am something. This everyone carries. And you must be careful, because Allah may change. He can change it, as we see. He can change it. You don't know who has more level than you. You think about someone, you say he is low level, nothing coming from that person. He may be up, way up from you, much higher than your level, or he is better in his characteristics, better in his adab, he is more modest, more humble, and he is more beloved in the Divinely Presence. You don't know who Allah loves in Divinely Presence. So you have to be careful with everyone, anytime, with every time. Don't say, this person did that, and he did that bad one, and then you talk with others about he did that, he did this. No. Leave it. Maulana is saying to us, leave it to Allah and that person. Allah can judge. You are not judge. No. Bismillahirrahmanirrahim auf Deutsch. Mabruk für den Rajab. Ja, wer den Rajab lebend erreicht hat, sagte, der ist glücklich. Ja, wer fasten kann, soll fasten, gibt es ohne Ende Belohnung. Wer einen Tag fastet, alle Sünden weg. Who's fasting one day in month of Rajab, all sins finished.
then there is more thawab. You can read in the book of Haji Amina radiallahu anha, yeah, there is a thawab, 2 days, 3 days, so many, you take so many thawab, and everything what you are doing in this month is 70-fold. Every prayer, 1 rakat, 70 rakats. Everything what you do. If you make zikr with the name of Allah 70 times. Everything. It's a big door, big blessing, big thing to revive your heart and to say astaghfirullah a lot. Astaghfirullah, because it's the month of mercy and of forgiveness, which belongs together. Ja, das ist der Monat der Verzeihung und der Barmherzigkeit. Wer fastet einen Tag, hat alle Sünden weg, und bei 3 Tagen, 4 Tagen gibt es so viel Belohnung ohne Ende. Man kann das nachlesen im Buch von Haji Amina radiallahu anha, kann man nachlesen. Ja, was für Thawab, was für eine große Sache Allah uns gibt im Monat, in diesem Monat, in seinem Monat. Ja, er ist der Gastgeber sozusagen. Und eine Geschichte, die weist darauf hin, eine Geschichte, die in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam passierte. Da gab es einen Räuber und einen Kriminellen, der jede Nacht Leute überfallen hat, ausgeraubt. Ja, das war sein Job sozusagen, hat er so betrachtet. Ja, jede Nacht, immer ohne Unterlass. Einmal hat es unterlassen im Jahr, und das war im Monat Rajab. Ja, das sagt ihr nachher. Also erstmal war das so, dass der Prophet gesagt hat, für den bete ich nicht, und wenn er stirbt, beerdige ich ihn nicht. Ja, der gehört nicht zu uns. So. Und dann ist dieser Räuber, dieser Kriminelle, ist dann eines Tages gestorben, und die Kinder haben den und Jugendliche haben den einfach in die Stadt geschleift zu einem Brunnen und haben ihn in einen trockenen Brunnen geworfen, den Leichnam, den Toten, und da liegen lassen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Stimme gehört, also hat von Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihn aufgefordert, hat gesagt, mein Liebling, Habibullah, mein Habib, ja, heute ist einer gestorben, ein Heiliger, ein Freund, einer meiner Freunde, Awliyaullah, Heilige, ist gestorben. Und du musst ihn beerdigen, musst ihn waschen und beerdigen, wie es gehört. Der Prophet war sehr erstaunt und ist zu Abu Bakr as-Siddiq gegangen und hat ihm das erzählt, und die sind zusammen gegangen und haben mit den Gefährten haben ihn rausgeholt. Der Prophet hat ihn selber gewaschen, selber mit den eigenen Händen hat diesen Heiligen, diesen Awliya gewaschen, und sie haben ihn beerdigt, und sie sind von Medina dann zum Saint of Rajab, 15 Minuten normalerweise Fußweg, hat 3 Stunden gedauert, und der Prophet ist ganz vorsichtig gegangen. Haben sie ihn gefragt, wieso? Er hat gesagt, weil es hier alles voller Engel, voller Heiliger, voller Anwesender, ja, für die anderen unsichtbar, ja, Wesen und Leute. Also eine große Sache, ein großes Begräbnis, und sie haben sich immer mehr gewundert und waren immer mehr erstaunt, auch Abu Bakr Siddiq und Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ich warte auf Gabriel alaihi salam, dass er uns aufklärt, was es damit auf sich hat. Und Gabriel alaihi salam, der kam und hat gesagt, Allah hat gesagt, wenn ihr das Geheimnis lüften wollt, dann geht zu der Tochter von diesem Räuber. Ja, geht zu ihrem Haus, und die wird euch was erzählen, und dann wisst ihr, wie das kommt. Und dann sind sie gegangen, sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anhu, sind gegangen und haben die Tochter nach ihm gefragt, was er gemacht hat in seinem Leben. Und dann hat sie erzählt, dass er jede Nacht auf Raubzüge ging. Nur im Monat Rajab, im Monat Allahs, hat er Khilwat gemacht. Hat sie eingeschlossen. Khilwat gemacht. Und es kam so, dass er eines Nachts jemanden überfallen hat, einen alten Mann, der war schon 80, hat ihn bewusstlos geschlagen und ihn ausgeraubt. Und dann hat er in einer seiner Taschen gefunden einen Zettel mit einem Dua. Ja, das ist übrigens das Dua, was Mohammed Bari uns ausgedruckt hat gestern. Dieses Dua. Das sollte jeder lesen, 3-mal am Tag. Das ist sehr im Rajab,
sehr fruchtbar. Dieses Dua hat er gefunden, es hat ihm so gefallen und dann hat er sich zurückgezogen im Monat Rajab, hat das immer gelesen, den ganzen Tag. Und Tag und Nacht hat er dieses Dua gelesen, das Dua der Vergebung und andere Sachen auch und Segnungen. Und das hat er gelesen und dann war der Rajab zu Ende und am 1. Schaban ist er wieder rausgegangen und hat weiter geraubt, jede Nacht. Ja. Aber den Monat für Allah hat er gesagt, der ist für Allah. Ja, der andere Monat Schaban und so kümmert mich nicht, Ramadan auch nicht. Ja, aber dieser ja, so war seine Art. Und Allah hat gesagt, ich habe ihm vergeben dafür und ich habe alle seine schlechten Taten, die er getan hat, in gute verwandelt, in segensreiche Taten. Kann Allah machen. Ja. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, die viel enthält, ja, neben der Ehrung des Monats Rajab, ja, auch für uns viel Warnung erhält, dass man nicht Leute beurteilt. Allah kann machen, was er will. Ja, wir beurteilen, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Ja, es verurteilt für uns als dieses, als jenes. Und es kann sein, dass dieser Mensch, den wir verurteilen, über uns steht. Allah gibt ihm ein höheres Makam, eine höhere Wertschätzung, ja, in göttlicher Gegenwart. Du kennst sein Herz nicht und du weißt nicht, was Allah mit seinem Herzen macht. Wie der Prophet an anderer Stelle, sallallahu alaihi wasallam, einmal sagte, ja, ein Gläubiger und ein frommer Mann, ja, ist eine Armlänge entfernt vor dem Paradies, ja, bevor er stirbt, so in seinen letzten Tagen, ja, kurz vorm Paradies. Dann kommt das Schicksal, das geschriebene Schicksal kommt über ihn und er wird ungläubig. Ja, und er geht zur Hölle zum Beispiel. Sowas gibt es. Und umgekehrt auch. Leute, die immer was Schlechtes getan haben und eine Armlänge von der Hölle entfernt sind, gegen Ende ihres Lebens, Allah ändert sie, wie bei diesem Mann, und sie kommen ins Paradies. Deswegen sollten wir aufpassen, wir sind sehr stolz, wir laufen sehr stolz rum, ja, wir sind stolz auf unsere Taten und eure Taten sind nie der Grund für die Gnaden Allahs. Egal welche Taten ihr macht, sagt nie, meine Tat, weil ich so toll bin und dies und das gemacht habe, gibt mir Allah das und das. Passiert nicht. Ist ein Irrtum. Ist nicht Haq. Haq ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus Gnade gibt, aus Barmherzigkeit. Nicht wegen deiner Taten. Du kannst die Taten nicht. Deine Taten sind nicht so aufgewertet, dass du gleich kommst und dass du sagen kannst, Allah gibt mir das dafür. Nein. Maulana sagte, wenn du Dankbarkeit zeigen willst, zum Beispiel, sagen wir mal, für eines deiner Augen. Nur dafür. Ich bin jetzt mal dankbar, jetzt überlege ich mal genau, was es bedeutet, ein Augenlicht, ein Auge zu haben, mashallah, nur Auge. Ein Auge, nicht zwei, eins. Dafür dankbar zu sein, würde heißen 500 Jahre Gebet, mindestens. 500 Jahre ständige Anbetung und Dankbarkeit, Erweisung für dieses eine Auge. Ja, mindestens. Ja. Dann kommt das andere Auge. Und dann kommt das linke Ohr und das rechte Ohr. Und der Mund und die Zunge. Und all deine Körperteile. Ja, dann wirst du nicht fertig in deinem Leben. 500 Jahre ist ja sowieso nicht. Deswegen sollen wir nicht denken, dass wir wegen unserer Taten oder wegen unseren Gebeten oder wegen unserem Fasten oder wegen dies oder das erwarten sollen Lohn. Der Lohn ist nicht, es ist Allahs Gnade und Allahs Barmherzigkeit ganz allein. Und die Heiligen, seine Freunde, die wissen das. Sie haben mit Hölle und Paradies nichts zu tun. Sie wollen weder das Paradies noch die Hölle, es kümmert sie nicht. Es kümmert sie nur der Herr. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sie. Nur die Schönheit Allahs. Sie wollen nur in der Schönheit Allahs sein, in der Einheit Allahs sein und sein Angesicht sehen, sonst nichts. Weil sie das wissen. You understand? The holy ones, the awliyas, they don't want hell and not paradise. They have nothing to do with this, only with their Lord. They are busy with their Lord. Und wir müssen aufpassen, dass wir niemanden verurteilen.
Weil du weißt nicht, wie der Ausgang eines Menschen ist und wie dein Ausgang ist. Ja. Und es geht dich nicht an, und das ist Tariqa. Das ist Islam und Tariqa. Wir verstoßen dauernd gegen Islam und dauernd gegen Tariqa. Indem wir urteilen und entweder laut, ja, das ist ja noch relativ einfach zu behandeln, aber das Schlimme ist innen drin. Das leise Verurteilen von anderen Leuten und die leise Einschätzung von sich selbst, das Herumlaufen, selbst ja, ich bin ja so bescheiden, ich bin sowas von bescheiden. Das ist und fromm und dies und das, diese versteckte, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste von allen. Wenn er trotzt mit seinem Goldkettchen, das ist okay. Ja, er hat Gold. Aber wenn ein scheinbar frommer, ja, innen drin Gold liebt und Dunja liebt und auch nur mit Anerkennung und mit sozialen Wesen im sozialen Bereich sich beschäftigt in seinem Herzen, dann ist das schlimm. Denn das ist eine sehr gefährliche Krankheit, eine schlimme Krankheit. Und Allah möge uns schützen vor solchen Sachen. Und dazu gehört, andere Leute anzuschauen und sie zu beurteilen. Es geht uns nichts an. Es ist Allahs Sache. Überlass das Richten Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist nicht Richter. Du kannst nicht Richter sein. Ja, möge Allah uns helfen, unser Herzen schützen vor solchen gefährlichen Zuständen. Ja, und Rajab, Mashallah, ist so ein Monat, wo Klärung für diese Sache kommen kann, ja, indem man sich Allah zuwendet und sein Herz reinigt, inshallah, wenn Allah will, und in dem Bewusstsein, dass das alles Gaben Allahs sind. Ja, reine Gabe, reine Barmherzigkeit und nichts. Ja, du kannst so beten, so viel du willst, 24 Stunden am Tag, das ist nicht dafür. Dafür ist es nicht, was du bekommst. Es ist seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Möge Allah uns Verstand geben, inshallah Herzensverstand sozusagen, und unser Herzen schützen vor Ego und Shaitan und Dunya und Hawa, inshallah. على إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كمال الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمين.